Du möchtest bei dir zu Hause eine Wallbox installieren und fragst dich, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen? Musst du die Wallbox zum Beispiel anmelden oder bedarf es einer Genehmigung? Wer installiert sie und vor allem, wie wird sie installiert? Diese und weitere Fragen beantworte ich in diesem Video. Also bleib dran! Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von GoE. Mein Name ist Tim und wichtig vorweg, in diesem Video erkläre ich dir die Installation einer stationären Wallbox im Einfamilienhaus und verwende dazu den GoE Charger Gemini. Die Installation einer Wallbox in einem Mehrfamilienhaus, in einer Mietwohnung oder anderen Einrichtung unterliegt anderen Voraussetzungen und muss gesondert behandelt werden. Auch die Montage einer mobilen Wallbox unterscheidet sich von der stationären Ladelösung. Wie du eine mobile Wallbox wie den GoE Charger Gemini Flex installierst, zeige ich dir in einem unserer anderen Videos, die wir dir hier oben in der Infokarte verlinkt haben. Okay, lasst uns im ersten Schritt einmal über die Voraussetzungen sprechen, denn es gibt in jedem Land und manchmal auch auf kommunaler Ebene Unterschiede. In Österreich zum Beispiel bist du verpflichtet, deine stationäre Wallbox unabhängig von ihrer Leistung beim Stromnetzbetreiber anzumelden. Dafür ist in der Regel der Elektriker zuständig, der die Installation vornimmt. Auf Bundesland- und Gemeindeebene kann es aber dennoch zu Abweichungen kommen. Daher erkundige dich zur Sicherheit bei deinem Energieversorger. In Deutschland hast du bei der Installation einer 11 kW Wallbox eine reine Informationspflicht gegenüber dem Netzbetreiber. Wallboxen mit einer höheren Leistung als 11 kW musst du dem Netzbetreiber melden und vor Inbetriebnahme behördlich genehmigen lassen. Dabei unterstützt dich in der Regel auch die Elektrofachkraft deines Vertrauens. Als Eigentümer eines Einfamilienhauses kannst du selbst entscheiden, wo du die Wallbox auf deinem Grund installieren möchtest. Ob an der Wand in der Garage, an einem Carport oder an einem Standfuß auf einem freien Stellplatz, bleibt dir überlassen. An der Wand ist es in vielen Fällen etwas einfacher, da hier oft bestehende Kabelkanäle verwendet werden können, um die Stromkabel vom Verteilerkasten zur Wallbox zu ziehen. Beachte aber, dass dies individuell sehr unterschiedlich sein kann. Sind nämlich keine bestehenden Leerrohre, Kabelkanäle oder die nötigen Stromkabel zur Wallbox vorhanden, kann es sein, dass die Installation teurer wird, da diese Voraussetzungen erst geschaffen werden müssen. So können aufgrund der Lage von Wallbox und Schaltschrank zum Beispiel auch Wanddurchbrüche oder längere Anschlussleitungen erforderlich sein. Überlege dir also gut, wo du die Wallbox installiert haben möchtest und besprich die Optionen vorab mit deinem Elektriker, sodass ihr gemeinsam die bestmögliche und kostengünstigste Lösung für dich findet. Denke beim Standort auch an die Länge des Ladekabels, denn du solltest den Ladeanschluss deines E-Autos einfach erreichen können. Unabhängig davon, ob dein Kabel nun 2,50 Meter, 5 Meter oder 7,50 Meter lang ist. Willst du die Wallbox, in dem Falle den GoE Charger Gemini, vor dem Haus platzieren, brauchst du keine Angst haben, dass andere Leute damit laden oder dir Sorgen bezüglich Diebstahls machen. Der GoE Charger Gemini wird nämlich mit einem RFID-Chip zur Authentifizierung und Identifikation geliefert, den du optional aktivieren kannst. Der mitgelieferte RFID-Chip ist bereits angelernt und somit kannst du ihn sofort nutzen. Bevor der Elektriker mit der Installation beginnt, stelle sicher, dass du den Standort von Hindernissen und Unordnung freiräumst. Hast du die Wallbox selbst gekauft und nicht über den Elektriker, bereite das Befestigungsmaterial und die Installationsanleitung vor, die du in der Verpackung des GoE Chargers findest. Überprüfe den Zustand der Wand, an der die Wallbox montiert werden soll. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, wie Risse oder losen Putz, solltest du diese vorher beheben bzw. beheben lassen. Ganz wichtig: Der überwiegende Teil der folgenden Installationsschritte darf ausschließlich von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Mehr Details dazu findest du in der dem Charger beiliegenden Kurzanleitung. Die stationäre Wallbox selbst zu installieren ist nicht zulässig, denn hier wird mit Starkstrom hantiert, was gefährlich werden kann. Der Elektriker haftet für den fachgerechten Einbau und kümmert sich gegebenenfalls um die Anmeldung deiner Ladestation beim Netzbetreiber. Schritt 1. Platziere die Wandmontageplatte zwischen 1 und 1,45 Meter über dem Boden, je nach persönlichem Komfort des zukünftigen Verwenders. Schritt 2. Benutze die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung als Orientierungshilfe, um die Positionen für die 4 Bohrlöcher zu markieren. Stelle sicher, dass die Platte waagerecht angebracht ist. Bohre jetzt vorsichtig Löcher an den markierten Stellen. Schritt 3. Befestige die Wandhalterung mit den 4 Schrauben und 4 Dübeln, die der Wallbox beiliegen.
Sollte es Unebenheiten an der Wand geben, kannst du sie normalerweise ganz einfach mit Distanzscheiben ausgleichen. Schritt 4. Hänge die Wallbox in die Wandhalterung ein. Das U-Stück kann optional als Diebstahlsicherung direkt anliegend oberhalb des GoE-Chargers befestigt werden. Der GoE-Charger muss übrigens während des Installationsvorgangs nicht geöffnet werden. Ein Öffnen der Wallbox führt auch zum Garantieverlust. Schritt 5. Beachte, dass du pro Wallbox einen Fehlerstrom-Schutzschalter vom Typ A auf der Versorgungsseite installierst. Bringe zusätzlich einen Leitungsschutzschalter vor der Wallbox an und stelle sicher, dass dieser mit den Leistungsanforderungen der Wallbox kompatibel ist. Zulässig sind Leitungsschutzschalter mit der Charakteristik B oder C für 16 bzw. 32 Ampere. 3- oder 4-polig bei dreiphasigem Anschluss, 2-polig bei einphasigem Anschluss. Halte dich bei der Installation an die lokalen Vorschriften und Sicherheitsregeln. Der GoE-Charger verfügt über ein integriertes DC-Fehlerstromschutzmodul mit DC-Erkennung und zusätzlicher AC-Erkennung, wobei die Schwellenwerte auf 6 mA für DC und 20 mA für AC festgelegt sind. Schritt 6. Wallboxen wie unser GoE-Charger Gemini können sowohl an einphasige als auch an dreiphasige Stromquellen angeschlossen werden. Gegebenenfalls musst du eine zusätzliche Versorgungsleitung verlegen. Hier eingeblendet siehst du einige Empfehlungen für den Kabelquerschnitt. Wichtig ist aber, dass du als Elektriker die endgültige Entscheidung auf Grundlage der spezifischen örtlichen Bedingungen und Anforderungen triffst. Schritt 7. Wenn der Energieversorger einen Rundsteuerempfänger vorschreibt, musst du auch die beiden Datenkabel in weißer und roter Farbe installieren. Die Reihenfolge der Polarität macht keinen großen Unterschied. Schritt 8. Werden mehrere Wallboxen angeschlossen, schließe die Phasen der ersten, zweiten und möglicherweise dritten Wallbox abwechselnd an die Phasen des Stromkreises des Hauses an. Auf diese Weise lassen sich bequem mehrere Autos gleichzeitig aufladen, ohne dass du dir Gedanken über den Lastausgleich auf den verschiedenen Phasen machen musst. Schritt 9. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, kannst du den Strom wieder einschalten. Die LEDs des GoE-Chargers sollten nach erfolgreicher Installation in Regenbogenfarben aufleuchten. Die Wallbox zeigt damit, dass sie einen Selbsttest durchführt. Jetzt kannst du die Wallbox bei Bedarf in der GoE-App individuell konfigurieren. Die Einstellungen kannst du aber auch später jederzeit anpassen, falls du sofort mit dem Laden starten möchtest. Bei Installation mehrerer Wallboxen solltest du aber in jedem Fall in der App die Einstellungen für das Lastmanagement vornehmen. Die Installation ist damit beendet. Jetzt ist es endlich soweit. Der GoE-Charger kann zum Laden verwendet werden. Abschließend schauen wir uns jetzt noch an, wie sich die Kosten der Installation zusammensetzen. Der GoE-Charger Gemini 11 kW oder 22 kW kostet etwa 700 € und bietet damit ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis im Segment der smarten Wallboxen. Einfache Wallboxen kosten rund 300 €, du kannst damit aber im Grunde nur laden. Es fehlt ihnen an jeglichen Funktionen, die es dir ermöglichen, effizient und vor allem kostengünstig zu laden. Mit einer smarten Wallbox jedoch, wie dem GoE-Charger Gemini, kannst du die Ladung via App aus der Ferne steuern. Vollautomatisiert unter Verwendung eines Energiemanagementsystems mit Photovoltaiküberschuss laden und so deinen Eigenverbrauch maximieren. Mit den integrierten flexiblen Stromtarifen kann die Wallbox die Strompreise in Echtzeit verfolgen und beginnt dann mit dem Laden, wenn die Preise am niedrigsten sind. All diese Features sind gerade zu Zeiten der Klimakrise und hoher Strompreise essentiell. Die üblichen Installationskosten liegen meist zwischen 300 und 700 €. Das hängt aber natürlich vom Land, den individuellen Voraussetzungen am Installationsort und deinem Elektriker ab. Müssen einzelne Komponenten in deiner hausinternen Stromverteilung modernisiert oder aufgerüstet oder müssen zusätzliche Wanddurchbrüche gemacht werden, um Kabel zu verlegen, kostet dich das mitunter einige 100 € extra. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Hast du weitere Fragen? Nutze einfach die Kommentarfunktion unterhalb des Videos oder besuche uns unter goe.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Tim von GoE.